Herzlich willkommen hier in der Kreissparkasse Heinsberg in der Hauptgeschäftsstelle in Erkelenz. Mein Name ist Florian Koltun, ich bin der Organisator in Zusammenarbeit mit der Stadt Geilenkirchen. Darf heute unseren Hauptsponsor, die Kreissparkasse Heinsberg, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Herr Giesing, begrüßen. Herzlich willkommen. Okay. Wir haben ein langes Programm, eine lange Tradition in dem Festival und im Wettbewerb durchleben können. Und Corona hat natürlich vieles verändert. Trotz alledem ist der Klaviersommer ein wichtiger Bestandteil als kulturelle Marke in der Region. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Hauptsponsor, der uns von vornherein immer unterstützt hat und eigentlich ein Bestandteil unserer Familie ist. Und deswegen meine erste Frage, wie schätzen Sie das Projekt des Klaviersommers für den Standort Geilenkirchen, für den Standort Kreis Heinsberg? Ja, ich sage, der Klaviersommer ist ein wichtiger Bestandteil für die gesamte Region. Es ist ein kulturelles Highlight in der Region. Es ist wichtig, um Musik zu transportieren. Man kann kostenfrei an den Konzerten teilnehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass Hemmschwellen gerade zu Klavierkonzerten vielleicht genommen werden und sich junge Menschen, aber auch andere mal für Klaviermusik, für vielleicht nicht so die eingängige Musik, die man so üblicherweise in den Medien hört, dafür zu interessieren, daran teilzunehmen und hoffentlich dafür auch zu begeistern. Und von daher ist es der Klaviersommer ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Region und für den Transport von Kultur. Das freut uns sehr für die warmen Worte, weil wir natürlich dazu auch brennen. Also meine Frau und ich sind gerade interessiert, immer die Kultur im ländlichen Raum zu fixieren, zu fördern, zu etablieren, weil eben sie als wichtige Lebensqualität für unsere Region dasteht. Und ich habe eben erwähnt, Corona kam und vieles musste abgesagt werden. Doch in diesem Jahr konnten wir auch dank der Sparkasse den Klaviersommer in einer anderen Form weiterleben lassen. Wir haben Open-Air-Veranstaltungen im Wurmauenpark gestaltet. Und was hat Sie gerade überzeugt, gerade in diesen schwierigen Zeiten, den Klaviersommer, dieses Kulturereignis trotzdem durchführen zu lassen für die Menschen? Ja, ich glaube, gerade hier in unserer Region haben wir Corona und das plötzliche hineingeworfen werden in so eine Pandemie ganz deutlich gespürt. Auch wir als Sparkasse haben das gespürt. Es gab ja keine Blaupause, kein Muster, wie man sich verhalten musste, sondern wir mussten uns langsam reinarbeiten und ja, ich kann sagen, dank dem tollen Sparkassenteam, das wir haben wir, glaube ich, zumindest die erste Welle und ich bin auch überzeugt, die zweite Welle toll gemeistert. Aber das ging Ihnen ja nicht anders. Auch Sie standen plötzlich vor dem, was eigentlich geplant war, einen tollen Konzertsommer, der ja stattfinden sollte, zu überlegen, was mache ich daraus? Und ich glaube, da war die Reaktion von Ihnen, von der Stadt Geilenkirchen, genau die richtige, zu sagen, wir machen was draußen. Und die Leute, die nach dem ersten Lockdown auch darauf brannten, mal wieder was anderes zu erleben, die haben das genossen, diese Veranstaltung im Wurmauenpark. Und von daher war es für uns auch klar, wenn die Leute raus wollen, wir unterstützen das, wir helfen auch jetzt, gerade in den Zeiten, die wir hatten und die wir immer noch haben, helfen wir den Kulturschaffenden oder auch anderen, ihre Künste so vorzutragen, wie es eben jetzt gerade möglich ist. Ich muss dazu auch sagen, dass die Sparkasse als eine einzigartige Institution, gerade für die Region oder Regionen dasteht. Gerade in Corona-Zeiten, es wurden ganz viele Mittel aufgerufen, die für die Vereine zur Verfügung gestellt worden sind, für Kultureinrichtungen. Ich glaube, das zeigt auch die Philosophie der Sparkasse als Geldinstitution, dass eben nicht nur das Bankgeschäft entscheidend ist, sondern eben, dass die Region gefestigt wird, dass die Lebensqualität gefestigt wird. Und ich glaube, das macht kaum eine andere Bank in Deutschland oder im internationalen Vergleich. Und wir sind da sehr dankbar, dass wir Sie als Hauptsponsor für den Klaviersommer haben. Kommen wir mal einmal zum Klavierwettbewerb. Wir haben ja in diesem Jahr einen Online-Wettbewerb geplant. Sie sind ja selbst Sportler, auch ein sehr bekannter Sportler gewesen, mit Olympiateilnahme, mit internationalen Wettkämpfen. Wenn Sie das jetzt auf einen Klavierwettbewerb übertragen, Ihre Erfahrung, was kann man da vergleichen? Vielleicht von der Mentalität, Motivation oder wo findet man da Berührungspunkte? Ja, ich glaube, da gibt es, also
so wie ich das einschätze, ich selber bin nicht in der Musik zu Hause, ich höre gerne Musik, habe aber leider nie gelernt, ein Instrument zu spielen. Aber ich glaube, dass es da viele Parallelen gibt an der Stelle. Als Sportler habe ich für mich festgestellt, dass man ehrgeizig sein muss, zielstrebig, dass man durchhalten muss, dass man auch nicht immer gewinnen kann, sondern auch Niederlagen erleben muss und aus denen muss man gestärkt herausgehen. Man muss an sich selber glauben, man muss an seine Stärken glauben und man darf nicht zweifeln. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ein Pianist, ein Musiker überhaupt, wenn er denn gut sein will, auch als Eigenschaften mitbringen muss, um das zu halten. Von daher ist einfach Durchhaltevermögen, Ehrgeiz, das sind so die Themen, die, glaube ich, im Sport, in der Musik, aber auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen ganz wichtig sind. Als selber Musiker kann ich Ihnen da nur bekräftigen und zustimmen, weil wenn wir bei Wettbewerben viel auch sprechen mit den Teilnehmern, man hat, gerade die Kommunikation ist entscheidend, weil man lernt ja aus Fehlern, aber man lernt auch von Erfolgen von anderen, weil man sieht, was kann ich vielleicht besser machen, damit ich an diesen Punkt rankomme. Und ich glaube, das ist im Sport genauso. Man ist ja zwar im Wettstreit, aber man ist wie eine Familie. Man kennt sich und man respektiert, man schätzt sich, glaube ich. Und das ist bei uns auf jeden Fall im Klavierwettbewerb immer so gewesen, dass sich Freundschaften eigentlich auch gebildet haben unter den Kandidaten, die dann später weiter miteinander musiziert haben oder was zusammen organisiert haben. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Schöne dran. Glauben Sie, dass ein Online-Wettbewerb eine gute Möglichkeit ist, einen Wettstreit zu bieten oder auch so in Form von Digitalisierung, dass man so in die Moderne vielleicht eintreten könnte? Also ich bin davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man sieht, was hat sich in der Pandemie verändert, so ist gerade dieses Thema Digitalisierung, Online, Internet, das ist deutlich gewachsen. Wir stellen das auch bei uns im Geschäftsbetrieb fest, dass die Kunden viel häufiger mit uns über diese neuen Medien interagieren. Sie nutzen die Angebote, die wir dort haben. Und ich glaube, dass das auch für die Musik eine Chance bietet. Gerade in den jetzigen Zeiten, wo man anders keine Kontakte hat, dann eben zu sagen, wir betteln uns dann in so einem Online-Wettbewerb, um eben doch wieder Musik machen zu können. Die Chance ist natürlich auch, dass viel, viel mehr Leute diese Performance dann auch mitbekriegen können. Und das ist nochmal das Spannende zusätzlich daran. Ich glaube, es ist eine gute Chance. Super. Wir haben ja den Young Origo Piano Award vor 2 Jahren aus dem großen Wettbewerb getrennt, weil wir eben auch einen wichtigen Aspekt der Jugendförderung betreiben wollten. Also es soll nicht nur ein professioneller Wettbewerb sein mit großem Preisgeld, den die Sparkasse für uns zur Verfügung stellt. Aus dem Grund der Young Origo Piano Award, der natürlich auch eine Art Jugendmusiziert auf internationalem Niveau dasteht. Die Sparkasse ist eigentlich der Träger von Jugendmusiziert. Ich als kleines Kind habe da mit 5 Jahren schon angefangen und habe gesehen, wie wichtig das ist, als Jugendlicher oder Kind eine Förderung zu bekommen, eine Motivation zu bekommen, ein Ziel zu bekommen. Und deswegen die Frage, was möchten Sie vielleicht den jungen Teilnehmern auf den Weg bringen, weil die Anmeldefrist endet am 15. Januar. Vielleicht haben Sie da ein positives Signal, persönliches, was Sie weitergeben möchten. Ja, auf jeden Fall. Ich kann eigentlich nur zu den jungen Talenten sagen, ja, meldet euch an. Traut euch, seid mutig, glaubt an eure Fähigkeiten und habt keine Angst, mal vielleicht nicht so gut abzuschneiden. Daraus kann man nur lernen. Von daher, am 15.01. ist Deadline. Bis dahin sollte die Anmeldung von euch da sein und ihr könnt eigentlich nur lernen und nicht verlieren an der Stelle. Nutzt die Chance, die euch dieser Wettbewerb gerade jetzt gibt. Als abschließende Frage möchte ich vielleicht noch einmal auf das Jubiläum im kommenden Sommer hinweisen. 10 Jahre, das ist ein rundes Jubiläum. Wir hätten gar nicht gedacht, als wir vor 10 Jahren angefangen haben, ob wir das so lange durchhalten können und das so aufbauen können. Natürlich ist das Spekulation, weil wir wissen nicht durch Corona, ob überhaupt was stattfinden kann. Aber wir haben den Vorteil mit den Parkkonzerten, dass wir da schon positive Erfahrungen sammeln konnten. Fiebern Sie es vielleicht mit, dass wir vielleicht doch ein Finale hinbekommen in der Aula mit vielleicht einem kleineren Orchester, mit Abwandlung, aber dass wir das Jubiläum vielleicht auf jeden Fall irgendwie durchführen könnten? Also ich bin
grundsätzlich ein optimistischer Mensch und ich bin auch zuversichtlich, dass der Klaviersommer dieses Jahr starten kann. Ob vielleicht in einer etwas abgewandelten Form, als wir ihn bis 2019 und die Jahre davor hatten, aber ich bin zuversichtlich, dass er stattfinden kann, dass ein Abschlusskonzert stattfinden kann und ich bin auch schon selber ganz gespannt darauf, ja, wer denn jetzt alle da ist, wer da seine Klavierkonzerte gibt und was dort alle geboten wird, weil ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr auch die Chance dann haben und nutzen, mal dabei zu sein bei den Konzerten. Vielen Dank, Herr Giesing, für das Gespräch. Ich darf Ihnen einen ganz guten Rutsch wünschen. Ja. 2021, Ihnen hoffentlich einen gesunden und vor allem erfolgreichen Start